Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ehrlich Handmade. Heute in diesem Video möchte ich mit euch zusammen Marshmallow-Tasche häkeln, die mit dem Puffstich gehäkelt wird. Ich habe meine Tasche schon fertig dekoriert, habe 2 Bobbeln befestigt und habe auch schon Innenfutter angenäht. Das ist die Vorderseite von der Tasche und so sieht die Tasche von der Rückseite und von der Seite aus. Ich gebe euch nochmal die Maße von meiner fertigen Tasche, und zwar die Breite hat die Tasche von 27 cm, die Höhe ist bei 23 cm, die Tiefe ist bei 8 cm. Auf dieser Stelle wünsche ich euch dann viel Spaß, die Tasche nachzuhäkeln. Vergisst aber nicht, meinen Kanal zu abonnieren und Daumen hoch zu machen. Ich habe Materialien für die Tasche vorbereitet, und zwar auf der ersten Stelle ist es natürlich der Textilgarn. Ich habe 3 fertige solche Knäule vorbereitet. Jede Knäuel hat ca. 100 bis 110 Meter die Länge und die Breite von dem Textilgarn ist 7 bis 9 Millimeter. Ich gebe euch gleich einen Tipp, wenn ich anfange an zu häkeln. Ich werde dann an den Textilgarn ein wenig ziehen. Nicht zu doll. Falls ihr das später macht, ihr müsst ja aufpassen, dass das auch gleiche Breite von den Textilgarn auch bleibt. Dann habe ich noch Nähgarn genommen, später die Endstücke zu verbinden. 2 Karabiner. Meine Karabiner haben 3,5 cm Durchmesser. Schere. Mit der Häkelnadel Nummer 8 werde ich die ganze Tasche häkeln. Mit der Häkelnadel Nummer 6 werde ich dann die Tasche umhäkeln. Ich möchte diesen Mappenschluss nehmen. Ich bin aber nicht sicher, ob der Stoff oder wenn nachher die fertige Tasche da ist, ob es hier reinpasst. Wenn ja, habe ich mir noch zur Hilfe so einen kleinen Mini-Schraubenzieher genommen und später diesen Stoff hier reinzustopfen. Und der Mappenschluss sieht einmal so aus. Und auf der Rückseite sind kleine Mini-Schrauben. Falls es nicht klappen wird, habe ich ja auch noch zum Not so ein Mappenschloss. Und der kann man dann auseinanderbiegen und dann wieder zusammentun. Zur Hilfe nehme ich mir auch noch mini kleine Nadel. Ich werde euch nachher später zeigen, wozu ich die nutze. Falls solche kleine Nadeln nicht vorhanden sind, es gibt ja auch solche Stricknadeln. Das ist Stricknadel zum irgendwie Maschen zu wenden. Ich habe keine Ahnung, wie das so alles heißt. So eine wird es ausreichen. Falls nicht, ihr könnt auch natürlich so eine Häkelnadel nehmen, aber in sehr, sehr, sehr kleiner Stärke. Ungefähr bei 2 mm, höchstens 2,5 mm. Okay, ich glaube, ich habe alles gezeigt, was ich für die Tasche nehmen möchte, und wir können jetzt einmal loslegen. Wir beginnen mit der Luftmaschenkette, und zwar machen wir 24 Luftmaschen. Die erste Luftmasche zähle ich mit. 2, 3, 4, 5
und so weiter, dass man 24 Luftmaschen hat. Die 24 Luftmaschen sind jetzt fertig, sieht einmal so aus. So sieht die Kette aus und die erste Reihe häkeln wir so, dass wir diese Kette einmal umdrehen und auf der Rückseite sehen wir diese Schlingen. Unter diesen Schlingen werden wir dann die feste Maschen häkeln und zwar beginnen wir bei der zweiten. Das ist die erste und das ist die zweite. Wenn wir häkeln, wir legen den Textilgarn mit diesen beiden gerollten Seiten nach oben. Und dann machen wir dann die feste Masche. Eine und die zweite. Dann eine Luftmasche, eine Schlinge auslassen, bei der nächsten Schlinge eine feste Masche häkeln. Eine, zweite, wieder Luftmasche, eine Schlinge auslassen und zwei feste Maschen häkeln. Eine Luftmasche, eine Schlinge auslassen und dann wieder zwei feste Maschen häkeln. Und das machen wir bis Ende der Reihe und am Ende der Reihe sind dann zwei feste Maschen. Am Ende der Reihe angekommen und hier machen wir die letzte Masche. Und zum Schluss können wir dieses Endstück ein wenig anziehen. Dann zwei Luftmaschen, Arbeit wenden und hier auf der Rückseite könnt ihr auch erkennen, da wo wir die Luftmaschen gemacht haben. Die sind gut zu sehen. Und diese zwei Luftmaschen befestigen wir dann in diese Luftmasche, die wir gemacht haben. Also nicht unter in die Masche, in die Luftmasche. Wir beginnen jetzt mit der ersten Reihe von Puffstich und zwar, wenn ihr wollt, dass euer Stiche richtig gut aussehen, müsst ihr darauf achten, wie ich es natürlich auch häkle. Ich werde auch euch zeigen, wie ich das mache. Und zwar, ich mache immer den Umschlag mit der gerollten Seite auf die Häkelnadel, dass die Vorderseite so aussieht. Wenn später die Tasche fertig gehäkelt ist, was ist besser, wenn die Vorderseite zu sehen ist oder die Rückseite? Natürlich ist die Vorderseite besser zu sehen ist. Okay, wir machen ja dann ersten Puffstich und zwar machen Umschlag, legen die gerollte Seite auf die Häkelnadel
nehme den Garn auf die Rückseite und da, wo die letzte feste Masche war, häkeln wir dann erste Masche, holen uns den Faden und dann liegt der Faden schon automatisch mit der Vorderseite oben. Häkelt das bitte nicht zu stramm, es soll ein wenig locker sein. Dann auf der Rückseite legen wir die gerollte Seite wieder auf die Häkelnadel und machen dann den nächsten Umschlag. Wenn es ein wenig verdreht ist, der Textilgarn, könnt ihr mit den Fingern ein bisschen nachhelfen. Dann noch ein Umschlag. Und Faden ziehen. Ein wenig verdreht. Man kann das mit den Fingern helfen. Und den letzten Umschlag. Von der Rückseite sieht es auch so aus. Der letzte Umschlag und nochmal den Faden nach vorne ziehen. Mit den Fingern ein wenig helfen. Wir haben jetzt 4 Umschläge gemacht. Jetzt Faden auf die Häkelnadel legen und durch alle diesen Faden Häkelnadel rausziehen. Also so sieht es aus. Dann einmal befestigen. Der erste Puff ist fertig. Dann zusammenziehen und auf der Rückseite sieht es so aus. Den nächsten Puff werden wir so häkeln. Wir stecken dann die Häkelnadel hier in die Luftmasche, die wir gemacht haben, und die ist jetzt momentan versteckt, also die ist ja hier. Könnt ihr sehen? Ja, ne? So, einmal zur Seite ziehen. Hier, hier, hier. Jetzt machen wir eine feste Masche und die häkeln wir wieder in die Luftmasche, die wir davor gemacht haben. Beginnen jetzt mit dem zweiten Puffstich, machen wieder Umschlag mit der gerollten Seite auf die Häkelnadel rauflegen. Dann stecken die Häkelnadel da, wo die Luftmasche war, und den Faden rausziehen. Die erste Reihe ist ein wenig schwierig zu häkeln. Die anderen Reihen, ab der Reihe Nummer 2, wird es einfacher sein. Ich helfe wieder mit den Fingern,
den Faden so zu legen, dass die Vorderseite zu sehen ist. Dann mache ich wieder einen Umschlag und ziehe den Faden nach vorne. Ein wenig mit den Fingern helfen. Dann der dritte Umschlag. Und der letzte, vierte Umschlag. Dann Faden auf die Häkelnadel rauflegen und durch alle Faden vorsichtig Häkelnadel ziehen. Und dann machen wir eine Verbindungsmasche und befestigen gleich an der Luftmasche mit fester Masche. Jetzt kommt unser Nadel ins Spiel, und zwar ich gehe jetzt mit der Nadel hier durch die Stiche durch und der Faden durch und ziehe ein wenig und richte die so ein, dass die alle gleichmäßig aussehen. Auf der Rückseite kann man das zum Beispiel auch machen. So, wenn wir die Umschläge machen, da fängt der Garn sich zu drehen. Und beim Häkeln hindert es sich natürlich, die richtigen Umschläge zu machen. Deswegen mache ich immer so, dass ich den Faden hochhebe und rollt sich dann diese verdrehte Garn wieder zurecht. Ich fange jetzt mit dem dritten Puffstich, lege wieder mit der gerollten Seite den Faden auf die Häkelnadel, gehe hier da, wo die Luftmasche war, mit der Häkelnadel rein und hole mir den Faden nach vorne. Der zweite Umschlag. Der dritte Umschlag.
und der vierte Umschlag. Alle Fäden oder alle Faden jetzt zurechtlegen, dass die Vorderseite nur zu sehen ist. Und jetzt häkeln wir alle Faden zusammen. Machen eine feste Masche bei der Luftmasche. Und der dritte Puffstich ist fertig. Ich helfe wieder mit meiner Hilfsnadel, die Faden so zu legen, dass sie gut aussehen. So sieht es von der Rückseite aus und so sieht die Vorderseite. Und jetzt machen wir dann die ganze Reihe bis zu Ende. Also 3 Puffstiche habe ich schon gemacht. 8 sind das insgesamt. Ihr macht 7 und den letzten, den 8. machen wir dann zusammen. Die 7 Puffstiche sind jetzt fertig und wir beginnen mit dem Puffstich Nummer 8. Ich habe hier den letzten 7. Puffstich beendet und mache dann eine feste Masche in diese Masche rein. Also hier, die ist gut zu sehen, da mache ich eine feste Masche. Jetzt nehmen wir nochmal unsere Hilfsnadel und die steche ich hier rein. Wieso mache ich das? Wenn ich jetzt anfange, diesen Puffstich zu häkeln, dann wird dieses Teil immer wieder verschwinden und immer wieder, wie sagt man das, so weggehen, also verstecken, und es ist ja auch richtig schwer nachher die Stiche rauszuholen. Und wenn die Nadel da ist, man kann sie auch mit den Fingern festhalten und es ist sehr einfach und sehr leicht dann den letzten Stich zu häkeln. Okay, Umschlag. Und ersten Faden rausholen. Hätten wir diese Nadel hier nicht gehabt, dann hätte dieser Teil schon da zwischen gewesen und das ist ja auch sehr schwer dann zu häkeln. Das ist mein Tipp für euch. Aber wenn ihr das nicht nutzen wollt, müsst ihr das natürlich auch nicht. Also, zweiter Umschlag. Dritter Umschlag. Und der letzte, vierte Umschlag.
Und jetzt häkeln wir alles zusammen. Dann 2 Luftmaschen, Arbeit drehen. Jetzt kann die Nadel weg. Und dann kann man ja auch gut erkennen, wo die Ecke ist. So, Arbeit wenden. Und häkeln jetzt die feste Masche hier rein. Das ist jetzt die Rückseite und das ist jetzt die Vorderseite. Das ist jetzt unsere Vorderseite. 2 Luftmaschen haben wir gemacht. Wir drehen jetzt die Arbeit auf die Rückseite. Wenn wir jetzt die Puffstiche häkeln auf dieser Seite, müssen wir natürlich auch darauf achten, dass die auf der Vorderseite genauso gut aussehen und gleichmäßig aussehen wie auf der Vorderseite. So, wir werden, wenn der Puffstich fertig ist, hier verbinden. Und der Puffstich selber häkeln wir in diese V rein. Die verdrehte V. Wir beginnen jetzt dann mit der zweiten Reihe und machen die feste Masche hier fest. Beginnen mit dem ersten Puffstich, machen den Umschlag und den häkeln wir hier in diese Öffnung. Also Faden holen. Der erste Umschlag ist fertig. Jetzt achten wir darauf, dass der Faden auf diese Seite gut drauf liegt. Dann der zweite Umschlag. Wieder Faden so legen, dass die gerollte Seite nach innen zeigt. Der dritte Umschlag. Und der vierte Umschlag. Dann einmal Umschlag rauflegen und alle Faden zusammen häkeln. Verbindungsmasche. Und dann machen wir eine feste Masche in diese Öffnung rein. Der erste Puffstich von der zweiten Reihe ist fertig und so sieht es aus von der Vorderseite. Kann wieder die Hilfsnadel nehmen
und dann die ganzen Faden auch so einrichten, dass die von allen Seiten gut aussehen. Wir beginnen jetzt mit dem Puffstich Nummer 2 in der Reihe 2, machen wieder den Umschlag und jetzt gehen wir in diese V mit der Häkelnadel rein. Und ziehen dann den Faden raus. So, dann wieder Umschlag. Nicht vergessen, dass jetzt die Vorderseite ist. Das heißt, dass der Faden auf der Vorderseite besser liegen soll. Dann machen wir zweiten Umschlag. Der dritte Umschlag. Und der letzte, vierte Umschlag. Den letzten Umschlag und alle Faden zusammen häkeln. Und in diese Öffnung häkeln wir dann eine feste Masche. Kann wieder den Stich einrichten, die auch von der ersten Reihe. Ich empfehle auch nach dem jeden Puffstich den Faden wieder so zu rollen, wie es sein soll. Wenn es zu doll verdreht ist, ist natürlich auch sehr schwer zu häkeln. Puffstich Nummer 3. Wieder ein Umschlag. Und in diese V häkeln wir dann einen Umschlag oder den ersten Stich. Der zweite Umschlag. Der dritte Umschlag. Und der letzte, vierte Umschlag. Und jetzt häkeln wir alle Faden zusammen.
und verbinden dann mit einer festen Masche. Jetzt kann man diesen Puff wieder so einrichten, wie der auf der Vorderseite aussehen soll. So, 3 Puffstiche habe ich euch gezeigt. Ihr macht bitte noch 4 dazu und den 8. machen wir wieder zusammen. Die 7 Puffstiche sind jetzt fertig. Das ist die Rückseite, so sieht die Vorderseite aus. Wir machen jetzt den letzten Puffstich. Hier habe ich Verbindungsmasche gemacht und befestigen mit einer Festmasche in diese Öffnung, da wo 2 Luftmaschen waren. Nehmen wieder, wenn es erwünscht ist, die Hilfsnadel. Ich stecke sie jetzt einmal so rein, dass sie mir hilft, den letzten Puffstich dann besser zu bewältigen und zu häkeln. Mach wieder den Umschlag und mach dann in die V den ersten Umschlag. Wenn das die Vorderseite ist, leg den Faden oben so auf den Faden drauf. Dann macht ihr Umschlag und holt euch nochmal den Faden. Wieder Umschlag, aber diesen Umschlag, da wo die Vorderseite ist, auf diesen Faden drauflegen. Da kommt der dritte Umschlag. Hier auf der Rückseite überkreuzt sich der Faden und auf der Vorderseite sieht es so aus. Wir machen jetzt den 4. Umschlag. Und dann häkeln wir alle Faden zusammen. Die zweite Reihe ist jetzt fertig. Wir machen 2 Luftmaschen und wenden auf die Vorderseite. Jetzt könnt ihr die Hilfsnadel nehmen und die ganzen Faden so hinlegen, dass es ja auch richtig alles gut aussieht. Also die Vorderseite muss immer gut aussehen. Wir beginnen jetzt mit der Reihe Nummer 3 und ab jetzt werden alle Reihen gleich gehäkelt. Machen dann eine feste Masche hier rein und beginnen dann mit dem ersten Puff, machen dann einen Umschlag, gehen mit der Häkelnadel dann hier rein und holen uns den Faden,
Jetzt ist das die Vorderseite. Jetzt müssen wir darauf achten, dass hier der Faden richtig liegt. Der zweite Umschlag. Der dritte Umschlag. Und der letzte, der vierte Umschlag. Und jetzt häkeln wir alle Faden zusammen. Machen dann eine feste Masche hier rein. Wieder mit der Hilfsnadel helfen, dass alle Faden richtig liegen. Und beginnen jetzt mit dem Puff Nummer 2. Wieder in die V reinstecken und einen Umschlag häkeln. Der zweite Umschlag. Immer wieder Faden so legen, dass es mit Vorderseite nach vorne liegt und guckt. Jetzt kommt der Umschlag Nummer 3. Und der Umschlag Nummer 4. Und jetzt häkeln wir alle Faden zusammen. Und verbinden mit einer festen Masche. Und so häkelt ihr dann die dritte Reihe zu Ende und in die gewünschte Höhe häkelt ihr nach oben. Und wenn ich fertig bin, sage ich euch genau, wie viele Reihen ich gemacht habe und dann häkeln wir weiter. Ich bin jetzt mit meinem Teil fertig und insgesamt habe ich 22 Reihen hochgehäkelt.
Das ist jetzt die Vorderseite und das ist die Rückseite. Da ist ja auch kaum Unterschied zu sehen. Wie habe ich es berechnet, wie hoch ich die Reihen häkeln muss? Ich habe so weiter gehäkelt, dass ich ungefähr so 18 Reihen hatte und dann habe die Tasche so gelegt. Und dann musste ich gucken, wie viele Reihen ich für die Klappe nehme. Dann sieht die Tasche mal so aus. So hoch ist sie. Und dann könnt ihr auch selber überlegen, ob die Tasche für euch ein bisschen höher sein muss oder ein bisschen kleiner. Das ist euch überlassen. Wenn es kleiner ist, dann häkelt ihr weniger rein. Wenn es die Tasche höher sein soll, dann häkelt ihr mehr rein. Und wir beginnen jetzt alle 4 Seiten umzuhäkeln. Das ist jetzt die Vorderseite. Wir beginnen umzuhäkeln. Ich lege den Teil ja so, dass die Vorderseite zu mir guckt. Und hier können wir an der Seite sehen, hier sind von der letzten Reihe die Maschen entstanden und unter jede Masche häkeln wir eine feste Masche. Dafür nehme ich jetzt die Häkelnadel Nummer 6. Hier war die letzte Reihe, mache noch eine Luftmasche und beginne unter jede Masche eine feste Masche zu häkeln. Und das machen wir bis zu der Ecke. In jede Masche eine feste Masche häkeln. Ich bin jetzt bei der Ecke angekommen. Mir fehlt noch eine Masche. Die mache ich noch. Und die letzte Masche häkeln wir da, wo die Luftmaschen entstanden sind. Also 2 Luftmaschen, die wir gemacht haben, machen wir da auch noch eine feste Masche. Dann eine Luftmasche. Und genau so da rein häkeln wir noch eine feste Masche. So wenden wir auf diese Seite. Und beginnen jetzt diese lange Seite umzuhäkeln. Und hier könnt ihr sehen, die lange Schlinge, die entstanden ist. Und hier, da wo wir die rein gewendet haben, sind die Luftmaschen. Die Schlinge und dann die Luftmaschen, die entstanden sind. So die 2 Luftmaschen, die wir gemacht haben. Unter diesen 2 Schlingen häkeln wir 2 feste Maschen. Und diese feste Maschen machen wir nicht zu hoch. Da wo die 2 Luftmaschen sind, unterdurch machen wir auch 2 feste Maschen, aber den Faden ziehen wir ein bisschen hoch, dass wir die gleiche Höhe haben wie die 2 Maschen. Dann unter diese Schlinge wieder 2 feste Maschen, die kleiner sind. Und unter diesen beiden Luftmaschen, die da sind, 2 feste Maschen, die ein wenig länger sind. Wieder 2 kleine. Und 2 lange.
Und so machen wir dann bis zu der Ecke. Bei der letzten Schlinge habe ich jetzt auch 2 feste Maschen gemacht und fange jetzt hier unter jede Masche eine feste Masche zu häkeln, genauso wie auf der anderen Seite gemacht haben. Die erste Masche, dann mache ich jetzt die Luftmasche, um die Arbeit zu wenden. Dann in die gleiche Masche mache ich noch eine feste Masche und häkel dann unter jede Masche eine Festmasche bis zu der Ecke. Ich bin jetzt bei der Ecke angekommen. Mir fehlt noch eine Masche, und zwar, das ist die erste Masche, die wir gemacht haben. Und hier häkele ich zuerst eine feste Masche. Dann mache ich die Luftmasche und nochmal eine feste Masche häkeln. So wenden wir die Arbeit auf diese lange Seite. Diese Seite wird genauso umgehäkelt wie diese Seite. Da wo 2 Luftmaschen waren, häkeln wir 2 lange Maschen. Und bei der Schlinge machen wir 2 kurze Maschen. Und häkeln dann bis zu der Ecke. In die letzte Schlinge habe ich auch 2 feste Maschen gehäkelt und jetzt wird der Faden abgeschnitten und beenden dann diese Reihe mit nahtlosen Übergang, also dass hier gleiche Muster entsteht. Also ich zeige nochmal. Gehe jetzt unter diese ersten beiden Schlingen, nehme den Faden und ziehe dann auf die Rückseite. Von der Rückseite nehme ich den Faden und ziehe wieder da rein, wo der Faden auch rauskommt, und von der Rückseite nehme ich diese Schlinge mit und die andere. So sieht es aus, und dann Faden auf die Rückseite ziehen, und jetzt haben wir die Reihe beendet und der Hauptteil komplett fertig. Die Endstücke können wir jetzt auf der Rückseite verstecken und dann beginnen wir die Seiten zu häkeln. Wir beginnen jetzt Seitentaschen zu häkeln und eine Seite habe ich schon gemacht und die zweite Seite machen wir zusammen. Ich werde dann die Seite mit der Häkelnadel Nummer 6 häkeln, da wird sie dadurch ein bisschen stabiler. Wir schlagen jetzt 7 Luftmaschen auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und unter jede dieser Schlinge häkeln wir dann eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6, eine Luftmasche, Arbeit wenden und häkeln wieder 6 feste Maschen. Vier,
5 und 6, wieder Luftmasche und häkeln wieder 6 feste Maschen zurück, dass wir insgesamt 12 Reihen haben. Die 12 Reihen sind jetzt fertig und wir beginnen die Seiten umzuhäkeln. Hier war die letzte feste Masche, mache ich dann eine Luftmasche und da wo die letzte Masche war, mache ich dann noch eine Masche dazu. Jetzt sind wir auf der langen Seite gelangt und häkeln dann in jede Reihe eine feste Masche bis zu der Ecke. Also bis zu der Ecke in jeder Reihe eine feste Masche häkeln. Bin bei der Ecke angekommen. Hier war die erste Luftmasche und dadurch und häkeln dann eine feste Masche, mache eine Luftmasche und in die gleiche Stelle noch eine feste Masche häkeln. Und so machen wir dann bis zu der nächsten Ecke. Hier mache ich dann die letzte feste Masche, eine Luftmasche, die gleiche Stelle nochmal eine feste Masche häkeln und fange die lange Seite umzuhäkeln, genauso wie die andere Seite, also in jeder Reihe eine feste Masche häkeln und dieses Endstück können wir auch dann mit rein häkeln. Also bis zu der Ecke weiter häkeln. Ich mache dann noch die letzte Masche und dann haben wir dieses Teil fertig gemacht. Ihr macht bitte ein zweites Teil, schneidet den Faden ab und versteckt mit nahtlosem Übergang. Und bei dem zweiten Teil bitte dann Garn dran lassen, weil wir damit gleich anfangen, diese beiden Teile an der Tasche anzubringen. Also ihr macht jetzt 2 solche Teile fertig. Alle 3 Teile sind jetzt fertig und die werden wir miteinander verbinden. Und zwar, bevor es losgeht, müssen wir ein paar Marker aufstellen, wo wir diese Teile mit dem Hauptteil verbinden. Und zwar, ich habe gezählt, von dieser Ecke bis zu dieser Ecke sind das bei mir 34 Maschen von beiden Seiten. Dann habe ich von einer Seite die Stelle markiert, da wo die Verdopplung war, da wo 2 Maschen in eine Masche gehäkelt sind, in die Luftmasche, habe ich Marker aufgestellt und von diesen Stelle habe ich auch 34 Maschen gezählt und dann Marker aufgesetzt. Von dieser Seite habe ich genauso gemacht. Und dann wollen wir gleich anfangen, die Tasche mit diesen beiden Teilen verbinden. Ich nehme jetzt Seitenteil, wo der Faden dran ist, und diese Seite, wo der erste Marker ist. Nehme den Marker ab, gehe ich unter den beiden Schlingen und hole mir dann diesen Faden nach vorne. Und diese Teile verbinden wir mit Kettmaschen. So. Und das bitte nicht zu fest ziehen, also dass die Kettmaschen nicht zu fest und nicht zu schlabberig sind. So, die erste Masche ist fertig, dann gehen wir unter diesen beiden Schlingen bei den
Seitenteil gehen unter die ersten beiden Schlingen, holen wir uns den Faden und machen die erste Kettmasche. Und so machen wir dann bis zu den Maschenmarkierer, dass wir die beiden Teile mit Kettmaschen markieren, verbinden. Okay, und das machen wir bis zu den Marker. Bin jetzt bis zu den Marker angekommen, mache noch die letzten Maschen und dann haben wir den ersten Teil mit der Tasche verbunden und dann mache ich weiter mit den Kettmaschen bis zu der Ecke. Also einfach weiter bis zu der Ecke, weiter mit den Kettmaschen häkeln. Bis zu der Ecke angekommen, häkeln wir weiter mit den Kettmaschen, aber nur unter eine diese Schlinge. Also hintere Schlinge nehmen und weiter mit Kettmaschen häkeln bis zu die nächste Ecke. Wenn ihr bei dieser Ecke angekommen seid, wendet ihr auf diese Seite und häkelt dann unter die beiden Schlingen bis zu den Maschenmarkierer. Bei den Maschenmarkierer angekommen, dann nehme ich den zweiten Teil und verbinde ich dann genauso wie die erste Teil verbunden war. Also dann Maschenmarkierer kommt weg, gehen unter die erste und dann hier war die Verbindungsmasche unter diesen beiden Schlingen durch und dann eine Kettmasche häkeln und verbinden diesen Teil genauso wie das erste Teil bis zu den Maschenmarkierer. Also bis zu den Maschenmarkierer weiter mit Kettmaschen den Teil verbinden. So, noch eine letzte Masche. Und dann gehen wir mit den Kettmaschen auf diese Seite. Häkeln bis zu der letzten Masche auch weiterhin mit Kettmaschen unter den beiden Schlingen. Und die Seite könnt ihr ruhig ein wenig fester häkeln. Ein wenig fester häkeln und dann häkelt ihr bis zu der letzten Masche. So, ich bin bei der letzten Masche angekommen. Jetzt kann der Faden abgeschnitten werden und dann verbinden wir hier mit einem nahtlosen Übergang diese Reihe. So sieht jetzt die Tasche aus. Das Endstück wird später hier hinten versteckt und die Tasche ist jetzt fertig. Ich mache gleich noch Mappenschloss anzubringen und dann machen wir noch zusammen den Henkel. Und ich zeige euch gleich, wie ich diesen Mappenschloss an die Tasche befestige. Ich habe schon geschaut, dass ich diesen Mappenschloss nehme, der passt wunderbar hier rein. Das heißt, ich werde diesen Oberteil erstmal hier oben befestigen. Wichtig ist, dass man die Mitte findet
dann das Teil befestigen. Auf der Rückseite sind ja mini kleine Schrauben, die werde ich noch anschrauben. Also das mache ich nicht auf Kamera, weil das ja auch viel zu schwer ist. Also das Prinzip erkläre ich euch. Ihr stopft dieses Teil da rein und dann befestigt ihr mit den Mini-Schrauben Tasche und den Schloss zusammen. Falls so ein Schloss nicht vorhanden ist, nehmt ihr natürlich zum Klemmen. Ihr macht ihn einfach nur auf. Der geht leicht mit den Fingern auf. Dann hilft auch mit den Schraubenzieher den Teil reinzustopfen und dann klemmt ihr mit den Fingern dieses Teil zusammen. Okay, ich mache erstmal oben und dann unten zeige ich genau, wie ich hier befestige. Der obere Teil von dem Mappenschloss ist jetzt befestigt. Hier sind 3 kleine Minischrauben, die ich angeschraubt habe. Wichtig ist, dass man da auch die Mitte trifft, dass das ja nicht verschoben ist. Jetzt wollen wir dieses Teil dann anbringen. Da der Stoff so dick ist und diese Metallteile kommen da nicht durch, gibt es ja einen Trick. Und zwar, wir biegen diese Teile so auseinander. Ich nehme so kleine Mini-Hilfsmittel, biege es so auseinander. Es waren noch dabei 2 solche Teile, die passen wunderbar darauf. Und zwar ich habe schon ein paar solche Streifen gemacht und die lege ich einfach so drauf. Am besten mit der gerollten Seite nach oben, falls der Faden nachher auf der Tasche zu sehen ist. Dann packen wir beide Teile oben drauf und klemmen das wieder zusammen. So, und jetzt können wir dieses Teil hier anpassen, dass das die Mitte ist. Legen wir so zusammen, gucken wir genau, dass die Mitte ist, und ich markiere immer zuerst die Stelle, wo die ersten 2 Faden auf die Rückseite kommen sollen. Also ich mache diese Seite und diese Seite einmal markiert und dann ist es ja relativ sehr einfach von der Rückseite Faden zu ziehen. Also erstmal ein Faden und dann von der anderen Seite den anderen. So, nochmal gucken, dass das auch noch sich nichts verschoben hat.
Und dann noch die beiden Teile oder die beiden Faden nehme ich ein wenig höher. Nochmal gucken, dass es sich nichts verschoben hat und dann von der Rückseite diese alle 4 Faden miteinander fest verbinden. Okay, ich mache das jetzt, dass das auch alles richtig ist und dann zeige ich euch Endergebnis. Der Schloss ist jetzt befestigt. Die ganzen Endstücke habe ich hinten versteckt und wir beginnen jetzt Henkel rauszuhäkeln. Nehmen uns den Faden und machen 27 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dass wir 27 Luftmaschen haben. 27 Luftmaschen sind jetzt fertig und ich häkle das mit der Häkelnadel Nummer 6. Wende jetzt die Kette und hier unter jede Schlinge häkeln wir eine feste Masche bis Ende der Reihe und insgesamt werden es 26 feste Maschen werden. Also unter jede Schlinge häkeln wir eine feste Masche bis Ende der Reihe. Am Ende der Reihe angekommen, machen noch die letzte Masche. Luftmasche, Arbeit drehen und häkeln wieder 26 Maschen zurück. Und dann brauchen wir insgesamt 6 Reihen. So, die 6 Reihen sind jetzt fertig. Das Endstück habe ich jetzt auch versteckt. Wir legen jetzt dieses Teil so zusammen und verbinden dann mit Kettmasche die beiden Endstücke miteinander. Also Faden auf diese Seite rausholen und mit Kettmaschen die Reihe so verbinden. Ich mache aber, dass ich ja die Kettmasche von einer Seite habe und von der anderen Seite auch. Deswegen nehme ich noch eine zweite Häkelnadel. Am besten in die gleiche Stärke und ich habe jetzt momentan 5,5 mm da. Ich nehme das wieder raus und lege diesen Faden hier in die Mitte rein. Nehme wieder den Faden nach vorne. So, von der anderen Seite, jetzt muss ich auch diesen Faden festhalten. Gehe ich mit der Häkelnadel da rein, wo diesen beiden ersten Schlingen sind und ziehe mir dann Faden auf die Seite. Und dann wechsle ich ab, die Seite einmal häkeln und diese Seite häkeln. Macht dann die erste Kettmasche auf der Seite, ein wenig festziehen und dann von der anderen Seite, also unter die beiden Schlingen gehen, Faden holen und die Kettmasche häkeln. Nochmal unter die beiden Entschuldigung, beiden Schlingen gehen, Faden holen und die Kettmasche häkeln und von der anderen Seite genauso.
Nochmal. So sieht es von einer Seite und von der anderen Seite aus. Und das macht ihr bis Ende der Reihe. Ich bin jetzt mit allen Maschen fertig und mache Folgendes. Schneide den Faden einmal ab und dann ziehe ich von einer Seite Faden raus. Dann hier durchziehen den Faden, mache dann eine Luftmasche und dann ziehe ich auch raus und mache dann mal noch hier festziehen. So sieht es aus. Und jetzt kann dieser Endstück hier von innen versteckt werden. So, dann wird der Faden abgeschnitten und ist jetzt momentan nichts mehr zu sehen. So sieht der Henkel aus von beiden Seiten und sehr schöne Kette. So, dann nehmen wir unsere Karabiner. Am besten mache ich immer zuerst die Karabiner hier an den Seiten zu befestigen. So, dann hält sie die Tasche so fest, dass ungefähr an den beiden Seiten gleich ist. Also mal hier durchziehen und von der anderen Seite auch hier durchziehen. Mal gucken, ob es gleich ist. So, dann hier. Und jetzt können wir den Henkel auch an die Karabiner befestigen. Also ihr befestigt dann den Henkel so an den Karabiner. Der Taschenhenkel ist jetzt auch befestigt. Dann nehmen wir unsere Kette und befestigen einfach hier an den Seiten fest. Und jetzt ist die Tasche fertig. Wenn es erwünscht ist, könnt ihr natürlich auch noch Innentasche nähen und dann befestigen. Auf diese Stelle wünsche ich euch dann viel Spaß, so eine Tasche mit Puffstich nachzuhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!